Disney Parks and More macht jetzt auch YouTube. Warum denn das? All das und viel mehr nach dem Intro. Herzlich willkommen in Daniels magischem Gedankenkarussell. Ja, warum Gedankenkarussell? Erstmal wegen meinem magischen Hintergrund. Ihr könnt ja meinen tollen Setzkasten sehen. Meine Disney-Figurensammlung, es ist nur ein Teil davon. Alles andere stelle ich euch vielleicht irgendwann mal vor. Und worum soll es hier eigentlich gehen? Ja, hier in diesem Gedankenkarussell soll sich alles um Sprechen, um Informationen, um Tipps etc. handeln. Hier möchte ich mit euch Real Talk reden, euch wie gerade gesagt schon irgendwelche Sachen weitergeben, vielleicht auch mal den einen oder anderen Gast einladen. Und heute wollen wir einfach mal klären, warum mache ich jetzt neben Instagram auch YouTube? Und nicht nur das, denn ich habe noch was Feines für euch. Ein tolles Space Mountain Buch. Alle Disneyland Paris Fans kennen es bestimmt. Das gibt es noch zu gewinnen und wie, das klären wir nachher. Vor knapp 10 Tagen habe ich meinen ersten Vlog hochgeladen. Das war so ein kleines Experiment. Ich wollte mal schauen, kommt sowas an? Wird es überhaupt angenommen? Wollt ihr sowas überhaupt sehen? Und ich möchte mich an dieser Stelle jetzt noch einmal bedanken. Bei Instagram habe ich es ja schon öfters getan. Vielen, vielen Dank für eure ganzen positiven Nachrichten, für das ganze positive Feedback, für eure Reaktionen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und es hat mich nur noch mehr gepusht, hier bei YouTube auch Videos hochzuladen. In Zukunft soll das auch so bleiben. Ich habe einfach vor, neben Instagram meinen YouTube-Kanal hier etwas aufzubauen, vielleicht auch größer zu machen, weil manche Dinge, die bei Instagram sind, einfach innerhalb von 24 Stunden wieder verschwunden sind und das ist tatsächlich etwas schade, wie ich finde. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich rede von den Instagram-Stories. In der letzten Woche habe ich 3 oder 4 Tage in Disneyland Paris verbracht. Das war wunderschön. Ich hatte eine super schöne Zeit, habe sehr, sehr viele Stories gemacht, habe ja auch die Vlogs aufgenommen, aber die Stories verschwinden innerhalb von 24 Stunden aus Instagram wieder, außer man setzt sie als Highlight. Aber mal ganz ehrlich, wer von euch oder selbst ich klickt auf diese Highlights. Das macht man ganz selten mal. Und wenn ich irgendwelche Informationen, News oder Tipps oder sowas suche, dann klicke ich schon gar nicht auf irgendwelche Highlights. YouTube möchte ich nehmen wie so ein kleines Tagebuch. All die Ausflüge, die ich so unternehme, und ich bin ja sehr, sehr viel unterwegs, kann ich hier in Videoform nochmal verewigen und dann auch in 1, 2 Jahren nochmal reinschauen, was hast du im letzten Juni gemacht, was hast du im letzten Sommer getan. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das ist bei Instagram natürlich auch möglich. Ich habe da ein Archiv, kann da auch wieder reinschauen. Aber das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache als hier bei YouTube. Und ich denke einfach mal, viele Dinge, die wir jetzt besprochen haben in den letzten Wochen. Sind es jetzt die Corona-Bedingungen zum Beispiel im Disneyland Paris? Sind es Öffnungen von Freizeitparks in Deutschland? Das sind Sachen, da möchten mal einige vielleicht auch noch später drauf zugreifen können und da ist YouTube einfach das bessere Medium neben Instagram. Ich möchte natürlich direkt auch dazu sagen, dass ich Instagram in keinster Weise irgendwie vernachlässigen werde. Ich habe am Samstag eine Nachricht bekommen, da ging es schon darum, dass ich die Roomtour vom Newport Bay Club ja nur ganz kurz bei Instagram gezeigt habe und nicht in ausführlicher Länge und habe dann erwähnt in meinen Stories, dass ich halt eben eine komplette Roomtour auf YouTube hochladen werde in meinem Vlog. Das habe ich ja auch getan und natürlich ist es so. Ich kann in einer Instagram-Story nicht so viel wiedergeben, wie ich es hier bei YouTube mache. Ich habe am Samstag, ich glaube, 80 Stories hochgeladen. Und wenn ich alleine davon nur 20 Stories mache, die sich nur um das Zimmer im Newport drehen, wer will denn das sehen? Das ist dann auch schon wieder der Unterschied. Bei YouTube könnt ihr einfach vorspulen und denken, okay, den Part kann ich überspringen und schau einfach mal, was danach kommt. Eigentlich ist damit ja schon die Frage geklärt, warum mache ich jetzt YouTube neben Instagram? Und zwar, ich habe es ja ganz kurz, nochmal in Kurzform kann ich es ja sagen, ich möchte einfach euch Dinge hier verewigen, auf die ihr dann auch länger Zugriff habt. Und das, was ich vorhabe, das möchte ich euch natürlich auch sagen, denn das sollen nicht nur Vlogs und On-Ride sein, so wie es jetzt ist, sondern ich möchte euch natürlich auch Tipps geben. Was sehe ich oder wie sehe ich die Parks? Was mache ich in den Parks? Welche Restaurants besuche ich oder solltet ihr besuchen? Welche Hotels gibt's neben den Disney-Hotels? Welche Hotels gibt's neben den Europapark-Hotels oder Phantasialand-Hotels? Was sollte man unbedingt in einem Park machen? Was sollte man vielleicht nicht machen? Aber das alles aus meiner Sicht. Das muss ich mal schön dazu sagen. Alles, was ich hier euch erkläre, was ich erzähle etc., sind alles Dinge, die aus meiner Sicht geschehen und nicht, die mir irgendwie vordiktiert werden.
Das Disneyland Paris liegt für viele einfach immer noch in so weiter Ferne. Alle denken sich, okay, ein Disney-Park, der ist mega teuer. Disneyland Paris ist mega weit weg. Wie soll ich mir das realisieren? Wie soll ich das überhaupt möglich machen mit meiner Frau, mit meinen Kindern etc.? Ne? Das sind ja immer so Sachen, die einem im Kopf rumschwirren. Und das ist sowas, da möchte ich so ein bisschen aufklären und auch vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben. Wie kann man seinen Besuch günstiger gestalten? Wo kann ich essen gehen neben den Disney-Restaurants, die natürlich nicht immer günstig sind. Ne? Was kann ich machen, wenn der Disney-Park geschlossen ist? All diese Dinge treffen auch auf den Europapark zu oder auf das Phantasialand oder auf alle anderen Freizeitparks. Am Samstag werde ich den Holiday Park besuchen, den ich in diesem Jahr noch nicht besucht habe. Im letzten Jahr nur ein einziges Mal. Darauf freue ich mich schon sehr. Am Sonntag soll es wahrscheinlich ins Phantasialand gehen, wo ich auch dieses Jahr noch nicht war. Auch da gibt es viel zu zeigen. Ich möchte euch zum Beispiel im Holiday Park oder auch im Phantasialand zeigen, wie ich diese Parks erlebe, was ich vielleicht als Kind dort erlebt habe, wie diese Ecken gestaltet waren noch vor 10 oder 20 Jahren, meine Gedanken zu diesen Parks. Oder, ich habe es ja auch schon angesprochen, im Disneyland Paris die einzelnen Länder vorstellen. Was gibt es zu entdecken im Adventureland, im Frontierland, im Fantasyland, in der Main Street USA oder im Discoveryland? Was ist im Disney Village noch zu finden? Darüber habe ich ja schon ein kleines Video veröffentlicht. Das sind alles Dinge, die ich ganz, ganz wichtig finde und die ich euch gerne weitergeben würde. Ich habe es eben ja auch ganz kurz angesprochen. Ich habe natürlich auch die ein oder andere Kooperation, die ich hier natürlich dann auch nochmal anders präsentieren kann. Ich habe zum Beispiel ein Karls-Paket mit euch ausgepackt, habe ja auch noch andere Kooperationen, wo es das ein oder andere dann vielleicht dann auch auf diesem Kanal hier zu sehen geben wird. Also das wird aber auch immer gekennzeichnet mit Werbung und das werdet ihr dann sehen, wenn es ein Werbevideo ist. Wenn es irgendwelche Codes etc. gibt, dann werden die nicht nur auf YouTube geteilt, sondern auch natürlich nach wie vor auch auf Instagram. Also es wird sich daran auf jeden Fall nichts ändern. Ich werde auch weiter IGTV-Videos produzieren und Reels und was weiß ich, was alles zu Instagram dazu gehört. Mein Fokus ist natürlich, der Hauptfokus ist und bleibt Instagram, das wird immer so sein. Und YouTube nutze ich nur so als erweiterten Kanal, als erweiterte Möglichkeit für mich und euch natürlich. Ja, ich denke mal, das reicht jetzt erstmal fürs Erste. Vom ersten Daniels magischem Gedankenkarussell. Es würde mich auf jeden Fall mal freuen, was ihr vielleicht für Erwartungen an mich habt. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Was würdet ihr gerne sehen? Was soll ich vielleicht gerne mal machen? Wo soll ich gerne vielleicht mal hinfahren? Ne? Oder gebt mir auch noch mal ein Feedback. Was könnte ich vielleicht noch besser machen? Passt das so mit dem Bild? Ist der Ton in Ordnung? Es gibt so viele Dinge, die es da zu besprechen gibt. Und ja, ändern kann ich nur dann etwas, wenn ihr mir dazu ein Feedback gebt. Jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, wie komme ich an dieses tolle Space Mountain Buch? Ja, ich habe dieses Space Mountain Buch schon, das habe ich mir selber gekauft, aber das Disneyland Paris hat mir noch eins zur Verfügung gestellt und das würde ich gerne an euch weitergeben. Das ist mega, mega schön, ihr kennt es ja bestimmt, oder das Pirates Buch oder das Phantom Manor Buch, die gehören ja alle zu dieser Reihe und ich glaube, seit Februar, März gibt es das Space Mountain Buch im Disneyland Paris zu kaufen. Im Moment ist es sogar ausverkauft. Mitmachen könnt ihr ganz einfach. Schreibt mir einen Kommentar und erzählt mir, warum gerade ihr dieses Buch gewinnen solltet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ihr müsst kein Abonnent sein, aber dieses Gewinnspiel soll natürlich für meine Abonnenten hier auf YouTube sein. Alle Richtlinien, was ihr zu beachten habt etc., habe ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung reingeschrieben. Also da einfach mal nachschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Bedankt habe ich mich oft genug bei euch. Ich hoffe einfach, dass es euch gefällt. Ich hoffe einfach, dass es euch ein bisschen Spaß bereitet. Mir macht es im Moment mega viel Spaß, weil es auch für mich, wie gesagt, ein komplett neues Medium ist. Es ist so, ich kann mich noch mal so ein bisschen ausleben. Und ich bin einfach ein Mensch, der sehr, sehr gerne redet. Und das habt ihr bei Instagram sicher schon gemerkt. Und wenn es jetzt die Livestreams gibt oder die Stories, ich rede halt gerne, bin gerne unterwegs. Und ich finde einfach, es ist einfach in der Zeit, euch das hier dann auch noch mal ein bisschen weiterzugeben. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt die erste Folge von Daniels magischem Gedankenkarussell. So viel gab es ja jetzt dann auch noch nicht zu erfahren, aber wie gesagt, in Zukunft soll sich das ändern. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr den Kanal abonniert vielleicht und die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Das sind die Dinge, die muss ich tatsächlich noch üben. Das fällt mir immer noch so ein bisschen schwer, weil bei Instagram sagt man das ja eigentlich nicht. Und ja, macht beim Gewinnspiel mit. Es lohnt sich, das ist wirklich ein einzigartiges, richtig tolles Buch. Ja,
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Auf Wiedersehen.